Was wird aus der Energiepolitik in Corona-Zeiten? Was bedeutet der Shutdown für die Nachhaltigkeit? Neben den großen Herausforderungen für die Gesundheitspolitik und die wirtschaftlichen Implikationen lassen sich natürlich auch die Auswirkungen von Corona im Energiemarkt ablesen. Messungen beispielsweise legen nahe, dass die Elektrizitätsnachfrage in Italien seit Beginn des Shutdowns um mehr als 20% gefallen ist. Und auch für Spanien können wir ähnliche Zahlen erwarten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Ausstoß an CO2 sinkt. In Europa wie auch anderswo. Das ist wohl einer der wenigen wirklich positiven Effekte der Krise. Allerdings bedeutet es auch, dass die Nachfrage nach Verschmutzungszertifikaten im Rahmen des europäischen Emissionshandels, des ETS, sinkt. Und damit sinkt auch der Preis für CO2. Seit März ist dieser in der Tat um ein Drittel bereits gefallen. Da die europäischen Regierungen bestrebt sind, die Infektionskurve abzuflachen, werden wir die nächsten Monate oder vielleicht sogar länger wirtschaftliche Aktivitäten sehen, die unter Kapazität bleiben. Anzunehmenderweise wiederum mit Auswirkungen auch auf den CO2-Preis. Dieser jedoch soll eigentlich Anreize für Investitionen in erneuerbare und Nachhaltigkeit bieten. Und mit Corona kommt daher eines der zentralen Instrumente der EU-Klimapolitik unter Druck. Doch nicht nur das. Mit einem niedrigen CO2-Preis macht auch die geplante CO2-Grenzsteuer wenig Sinn, welche die EU gegenwärtig für kohlenstoffintensive Importe plant. Denn diese Grenzsteuer soll ja eine ambitionierte Energiewende innerhalb der EU nach außen hin absichern. Man muss also zumindest darüber nachdenken, wie man dieses geplante Instrument nachschärft. Und dann gibt es da noch eine sehr politische Dimension. Beispielsweise hat der tschechische Premier Babiš gefordert, den europäischen Green Deal, das Prestigeobjekt der von der Leyen-Kommission, einfach aufzugeben. Polen überlegt, das Land aus dem ETS zu nehmen, im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung. Es gibt also klare politische Bestrebungen, die gegenwärtige Krise zur Aufweichung der EU-Klimapolitik zu nutzen. Und all dies wird die EU stark testen. Krisen sind nicht wirklich gute Zeiten für Klimapolitik, aber sie bieten natürlich auch große Chancen. So sollten wir das Wiederanfahren der Wirtschaft dezidiert mit dem Nachhaltigkeitsaspekt verbinden. Die Kommission ist hier zum Beispiel sehr gut positioniert. Ihren European Green Deal, der ja viele Milliarden an Investitionen umfasst, kann sie als Marshallplan für den nachhaltigen wirtschaftlichen Wiederaufbau positionieren. Aber auch Regierungen müssen stärker über Mechanismen nachdenken, den CO2-Preisen nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken zu lassen. Einen solchen Carbon Floor Price haben die Briten beispielsweise eingeführt und die Deutschen haben mit der CO2-Mindestbepreisung, wenn auch auf einem sehr, sehr geringen Niveau, einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Damit kann man eine Lenkungswirkung in der wirtschaftlichen Erholungsphase erzeugen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Corona in der Tat zu einer starken Verschiebung der politischen Prioritäten führt oder ob wir es schaffen, aus der Krise heraus die richtigen Signale für danach zu setzen. Hier wäre gerade die Bundesregierung gefordert, bei allem gebotenen Fokus auf das Krisenmanagement, eines der wichtigsten Themen des Jahrhunderts, nicht aus den Augen zu verlieren.